Ich bin Julian und wir sprechen heute über das Thema Schallschlauch. Hi, herzlich willkommen bei My Second Ear. Wir sind dein Online-Akustiker und wir machen den Hörgerätekauf endlich einfach und bezahlbar. Das ist die Otoplastik, das ist das Hörgerät und wie ihr hier seht, ja, das Winkelstück. Und es ist wichtig, dass ihr euren Schallschlauch mit diesem Puster einmal die Woche, alle 2 Wochen reinigt. Das hatte ich schon in einem vorherigen Video demonstriert. Dieses Video findet ihr auch auf unserem Kanal. Und uns haben in letzter Zeit viele Anfragen erreicht, wie entferne oder wie löse ich überhaupt den Schallschlauch. Generell vorab möchte ich schon mal erwähnen, dass es immer wichtig ist, dass der Schallschlauch sehr weich ist. Mit der Zeit wird er härter und muss ausgetauscht werden. Das ist sehr wichtig, denn wenn der Schallschlauch hart ist, kann nur noch ein geringer Teil des Schalls übertragen werden. Und das führt natürlich am Ende des Tages dazu, dass du nur noch weniger verstehst und deine Hörgeräte praktisch nicht den Sinn erfüllen, den sie erfüllen sollten. Dementsprechend immer wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der Schallschlauch sehr weich ist. Wenn er hart wird, muss er natürlich ausgetauscht werden. Das sollte in der Regel alle 3 Monate erfolgen. Ihr könnt den Schallschlauch, wenn er weich ist, eigentlich ganz einfach abziehen. Manchmal müsst ihr ein bisschen mehr Kraft aufwenden, aber ihr könnt nichts kaputt machen. Und wenn ihr den Schallschlauch bzw. das Ohrpassstück dann abgenommen habt, ist es sehr wichtig, dass dieser mit einem Puster gereinigt wird. Es entsteht mit der Zeit Cerumen, Ohrenschmalz und es ist natürlich immer wichtig, dass die Schallschläuche frei sind, damit ihr halt perfekt hört und natürlich dann auch perfekt am Leben teilnehmen könnt. Und dementsprechend freue ich mich auf weitere Fragen und wenn irgendetwas unklar sein sollte, dann schreibt in unsere Kommentare, damit wir euch dann auch schnellstmöglich antworten könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mehr erfahren wollt über das Thema Schallschläuche und Puster, dann schaut bei uns vorbei auf www.mysecondear.de. Vielen Dank und bis demnächst.